Hallo meine Lieben, ich wollte euch mal zeigen, wie ihr mit einem ganz einfachen Design-Pattern-Papier 6 Karten erstellen könnt und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen, das sind diese Karten hier. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir auf freepik.com ein Design-Pattern heruntergeladen und dieses Design-Pattern besteht tatsächlich aus 6 Teilen und die habe ich mir jeweils auf, das ist dieses 200 Gramm Papier, mit dem ich jeweils arbeite, darauf ausgedruckt, je eine Seite. Und tatsächlich ist alles, was davon übrig geblieben sind so noch so kleine Anschnitte. Der Rest ist komplett verarbeitet in den Karten drinnen. Wo ich jeweils drauf achte, ist A, ich gucke mir, welche so die prägnantesten Farben sind in diesem Pattern drinne. Und das war bei dem hier dieses Aprikot, dieses dunkelgrau und dann auch noch dieses hellere Aprikot von dieser Karte hier. Und da mache ich mir dann jeweils einfach eine A4-Seite, wo ich so drittle und dann blank mit der Farbe 3 Teile auch noch ausdrucke, damit ich hier auch noch die Möglichkeit habe, eine Mattung zu machen, wenn es zu viel Spiel hat, dass ich da auch mit dieser Farbe noch matten kann. Das ist eine. Was ich jeweils auch drauf achte, ist, dass ich, damit die Pattern nicht direkt aufeinander liegen, matte ich immer noch. Hier zum Beispiel ich mache es immer so eigentlich, dass hier der Größenunterschied von dem Element und dem darunter liegenden Element sind 3 mm. Und so schaffe ich auch so quasi einen guten Abstand, damit sich das nicht allzu stark beißt. Das ist das eine. Und das andere, was ich mache, ist, ich arbeite immer mit verschiedenen Ebenen. Das heißt, ich bringe die Dinge auch auf unterschiedliche Höhe an. Und das hilft dann dem Design auch noch so ein bisschen. Für die 6 Karten habe ich verwendet an Material eben das Design-Pattern plus weißen Bastelkarton, das weiße Papier von 200 Gramm, was ich immer verwende. Und dann habe ich hier Kreisstanzen. Ich habe solche, die aussehen wie diese Leipzig-Kekse. Dann habe ich so ein Set mit Baby-Sachen. Und dann noch dieses Stempelset, wo ich It's a Girl, Welcome, Little One und Bundle of Joy verwendet habe. Was ich zudem noch verwendet habe, sind verschiedene Stanzen. Hier eine mit 3,2 cm, dann eine mit 3,8 cm. Dann habe ich noch so eine, die so ein bisschen wie eine Blume aussieht. Die ist auch 3,8 cm. Dann habe ich noch eine kleine mit 2,5 cm und dann habe ich hier so eine Handstanze, wo ich die Ecken abrunden kann. Das habe ich hier für zum Beispiel dieses Element verwendet. Das sind die Materialien. So, und wie ich jetzt die ganzen Sachen oder die ganzen Karten gemacht habe, das gehen wir jetzt jede einzelne Karte durch. Für die erste Karte, und das habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen, ich habe effektiv mit diesen 6 Seiten Designpapier, habe ich insgesamt nicht nur 6 Karten, sondern 12 Karten. Das heißt, ich habe von jeder immer 2 Karten. Das reicht also das Designpapier aus, um ganze 12 Karten zu machen. Was ich immer verwende bei allen, und das werde ich euch dann auch nicht jedes Mal wieder reinschreiben, sondern das ist halt einfach die Basiskarte, die ich immer habe. Das sind die 21 cm, gefalzt bei 10,5 cm und in der Höhe 14,8 cm. Die ist immer gleich
Und was auch immer gleich ist, ist die erste Mattung, die da drauf kommt. Die ist nämlich 0,5 cm kleiner. Und das heißt, wir haben hier 14,3 cm und die 10 cm. Das ist bei allen Karten gleich. Was ich für diese Karte noch habe, ist ich habe einen Kreis von dem Designpapier genommen, plus 2 weiße. Die sind 7 cm im Durchmesser. Und dann habe ich hier 2 Kreise, einen leer und einen mit einem Stempelbedruck. Der ist 6 cm im Durchmesser. Und eben vom Stempelset hier ist es, wo haben wir es? Welcome Little Ones sind 2 Stempel, die ich einfach übereinander gestempelt habe. Und dann haben wir hier noch 2 Streifen. Das ist einerseits der äußere ist, also das, was ich gesagt habe mit der Mattung, dass es immer 0,3 cm kleiner ist. Das heißt, hier haben wir das weiße Element, das hintere ist 14,3 cm und 4,3 cm und das vordere Element ist dann 14 cm mal die 4 cm. Um die ganze Karte zusammenzukleben, verwende ich ganz normalen Zementitkleber. Den habe ich hier so in Tuben abgefüllt. Das ist einerseits die große Tube oder dann halt auch die kleinere, wo es eine kleinere Tülle hat. Und je nachdem, wie filigran ich kleben muss, verwende ich diese beiden. Als erstes kleben wir die Mattung auf. Dann kleben wir diese beiden Elemente aufeinander. Das Schöne beim Flüssigkleber, ihr könnt immer noch so ein bisschen verschieben. Wenn ihr lieber mit Doppelklebestreifen arbeitet, könnt ihr natürlich auch das machen. Ich mag es halt einfach mit dem Flüssigkleber zu arbeiten. So, und jetzt kommt dieses Element auch schon direkt auf die Karte. Und hier gucke ich einfach drauf, dass ich oben schön mit der Mattung und auch unten schön mit der Mattung abschließe. Und dass das gerade drauf ist. So, dann kommen die Kreise aufeinander. Hier beim größeren habe ich effektiv 3, damit ich hier, weil das steht hier so ein bisschen von der Karte ab und da will ich halt einfach, dass es kräftig genug ist und deshalb klebe ich diese Kreise jetzt aufeinander. Dann nehme ich noch diese beiden und klebe auch die aufeinander. Und jetzt kommen die beiden Elemente aufeinander und die dann auf die Karte. Und da gucke ich einfach das Designpapier natürlich, wenn es ein Muster drin hat, wo das horizontal ausgerichtet sein muss, dann gucke ich einfach, dass die Schrift dann entsprechend dazu passt. So, und das kommt noch auf die Karte und hier müsst ihr jetzt nicht überall Kleber draufkleben, oder draufgeben, sondern nur da, wo es auf diesem Streifen drauf liegt. Sicherheitshalber, weil es da drüben noch so ein bisschen auf dem Papier ist, das tiefer ist, dass diese Streifen, gebe ich hier drüben noch kurz ein Dimensional drauf, damit es dann nicht plötzlich so flach auf der Karte liegt. So, und jetzt kommt es noch gerade hier drauf. So, und das sind schon die ersten beiden Karten. Für die nächste Karte haben wir eben auch wieder die Basiskarte, die Mattung und dann habe ich hier 3 Elemente. Und zwar ist es eben dieser
Leibniz-Keks, ich sage es immer falsch, ne? Und der ist, das größere Element ist in der Höhe 11,7 cm und in der Breite 8,7 cm und das kleinere dann entsprechend 10,2 cm und 7,7 cm. Und dann habe ich, um hier eine Höhe hinzukriegen, habe ich einfach zwei Kartons noch ausgeschnitten, die ein bisschen kleiner sind als dieses weiße Element. Das ist das, was ich gemacht habe. Dann habe ich den Spruch Bundle of Joy ausgestempelt und entsprechend ausgeschnitten. Und auch hier habe ich, um eine Höhe zu generieren, noch 2 Streifen weißes Papier ausgeschnitten. Und die sind einfach ein bisschen kleiner als der Spruch selber. Und dann haben wir hier Kreise. Das ist einer mit dieser Stitched Line außen, der ist 6 cm. Dann habe ich einen aus dem Designpapier gemacht, der ist 5 cm. Und dann habe ich hier noch so 2 kleine, die sind mit der Stanze, mit der 3,8 cm Stanze gemacht. Und die einfach, um hier hinten dann eine Höhe hinzukriegen. Und dann habe ich aus diesem Set hier noch den, ich weiß jetzt nicht, ob ich es falsch sage, aber wir nennen das Ding Shoppen. Und ich habe keine Ahnung, wie das Ding auf Deutsch heißt. Sehr schön. Aber naja, einfach dieses Ding hier, ne, und die Babyrassel, um das da aufzubringen. Da kleben wir jetzt auch gleich zuerst die Mattung aufs Papier. Dann klebe ich hier einerseits die beiden Elemente zusammen, die mir dann für die Dimension dienen. Dann bringen wir hier das obere Element auf. Dann kleben wir hier auch gleich diese Erhöhung drauf. Dann müsst ihr einfach gucken, wenn das hier von der Richtung eine Rolle spielt, dass ihr das dann auch richtig auf die Karte aufbringt. Das kleben wir effektiv mittig auf die Karte drauf. Dann haben wir hier nämlich eine schöne Dimension auch, die schon so ein bisschen Schatten wirft. Das finde ich immer ganz schön. Dann als nächstes haben wir die Kreise. Da klebe ich alle Elemente aufeinander. Dann mache ich mit der kleinen Tülle weiter, weil ich hier doch so filigrane Elemente habe und die habe ich jeweils zweimal, weil ich auch möchte, dass die sich so ein bisschen abheben und das geht jeweils am einfachsten, wenn ihr die einfach zweimal ausschneidet und aufeinander klebt. Dann bringen wir zuerst diesen Kreis auf die Karte. Da lege ich mir kurz den Spruch hin, damit ich sehe ungefähr auf welche Höhe oder wie viel Platz ich dafür den Kreis verwenden kann. Und der vom Motiv her natürlich auch, dass das horizontal gerade liegt.
Und dann können wir diese Elemente auch schon auf den Kreis aufkleben. Ich lege mir immer eins schon mal hin, damit ich sehe, wie viel Platz das braucht. Und da habe ich effektiv drauf geguckt, dass eines der Elemente ist auf diesem inneren Kreis innerhalb und diese kleine Babyflasche, denke ich mal, heißt das Ding. Da mache ich so, dass der oberste Teil so ein bisschen aus dem Kreis rausguckt. So, und dann kleben wir noch die Erhöhung hinten auf den Spruch. Rein theoretisch kann man hier auch mit Dimensionless arbeiten, aber naja, ich versuche es halt bei so größeren Elementen mache ich es halt einfach mit Papierstreifen. Ist ein bisschen billiger und hat denselben Effekt quasi. So, dann nehmen wir den und natürlich auf die richtige Seite, ne? Und hier gucke ich dann, dass ich von hier unten und hier zwischen dem Kreis und dem Spruch ungefähr den gleichen Abstand habe, dass es gerade liegt. Dann ist auch dieses Element schon fertig. Wenn ihr jetzt merkt, ne, da hier hat es ja unter dem weißen Kreis hat es quasi diese beiden weißen Kreise drunter. Und wenn diese Erhöhung nicht so klar ersichtlich ist, wenn sich der ganze Kreis so ein bisschen nach unten biegt, dann könnt ihr hier mit dem Falzbein einfach ein bisschen drunter gehen und das so ein bisschen hochbiegen. Und dann seht ihr schon viel besser diesen Abstand, dass das wirklich nicht direkt auf der Karte drauf liegt. So, das sind diese beiden Karten. Für die nächste Karte auch wieder die Basiskarte, die Mattung. Dann habe ich hier zwei Elemente, das heißt 1 plus die Mattung dazu. Die Mattung hinten ist 8,3 cm mal 12,3 cm und die Auflagekarte ist 8 cm mal 12 cm. Und dann habe ich hier zwei Kreise. Da habe ich den größeren eben mit diesem Papier, was ich mit derselben Farbe ausgedruckt habe, die hier drinnen verwendet wird. Und also der größere ist 7 cm im Durchmesser und der kleinere ist 6 cm im Durchmesser. Und da habe ich drauf gestempelt auch dieses Welcome Little One. Und was wir hier zusätzlich noch brauchen, ist so ein Foam Tape, um diesen Spruch dann so ein bisschen erhöht anzubringen. Und was ich auch noch brauche, ist der Eckenabrunder. So, dann bringen wir auch hier zuerst die Mattung auf, die Karte drauf. Und immer darauf achten, wo die Karte aufgeht, damit ihr das in die richtige Richtung drauf klebt. Jetzt, bevor wir diese beiden Elemente aufkleben, runde ich noch zwei Ecken ab, und zwar die untere und die obere linke, also die untere rechte und die obere linke. Und zwar mache ich das mit diesem 10 mm Eckenabrunder. Und dasselbe mache ich noch unten mit der Mattung. Als die falsche Ecke, ne? Hier, die wollte ich. So, dann können wir die beiden aufeinander kleben. Und das Ganze auch schon direkt auf die Karte kleben.
zwar kommt die hier mittig drauf. Dann kleben wir die beiden Kreise aufeinander. Dann bringe ich hier einfach so von diesem Foam Tape 2 Streifen drauf, damit das auch so ein bisschen Dimension kriegt. Und bringe diesen Kreis dann in der oberen Hälfte und da gucke ich einfach, dass hier und auf der Seite gleich viel Abstand ist. Und natürlich, dass der Spruch gerade ist, ne? So, und dann haben wir hier eine schöne Dimension auch. Das war diese Karte. Für die nächste Karte brauchen wir schon ein bisschen mehr Elemente. Da habe ich die Basiskarte, dann habe ich die Mattung. Dann habe ich hier in Weiß einen Leibniz-Keks ausgestanzt. Der ist 11,7 cm mal ungefähr 8,4 cm und habe dann einfach den in der Hälfte geschnitten. Dann habe ich hier eine Karte, die ist 8 cm mal 9,5 cm, also 9,5 cm in der Höhe und 8 in der Breite. Dann haben wir hier verschiedene Kreise. Der oberste und der zweitunterste, das sind beides mit der 3,8 cm Durchmesserstanze gestanzt. Ich habe 2 vom Farbkarton und 4 vom weißen Karton. Dann habe ich hier mit der Stanze, mit der 3,8 cm Durchmesserstanze, habe ich 2 weiße Elemente ausgestanzt und dann habe ich mit der 2,5er Stanze habe ich noch vom Designpapier, dasjenige, was ich hier verwende, habe ich 2 Kreise ausgestanzt. Dann habe ich für den Spruch, der Spruch selber ist 1,5 cm in der Höhe und in der Länge ist der 10 cm. Und dann kommt quasi eine erste Mattung drunter, die ist dann 2 cm mal 10,4 cm. Und dann kommt nochmal eine Mattung und die habe ich geschnitten, dann in der Höhe 2,5 cm mal 10 cm. Die Länge ist jetzt hier nicht so richtig maßgeblich. Es muss einfach innerhalb von der Mattung Platz haben und ihr müsst genug Platz haben, damit ihr hier jeweils diese kleinen Fähnchen rausschneiden könnt. Von dem her orientiert ihr euch am besten einfach da, wo ihr den Spruch habt und fangt dann da an zu schneiden und werdet dann immer auch höher von der Breite her. Was ich auch noch habe, sind so 4 kleine Viereckchen, einfach anstatt Dimensionals, die bringe ich hier unten auf den Spruch drauf, damit ich hier auch noch so ein bisschen Dimension schaffen kann. So, als erstes kleben wir die Basiskarte auf. Ihr merkt, ich lege die jeweils einfach nur so ein bisschen drauf, damit ich noch schieben kann. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, die liegt jetzt wirklich mittig, dann drücke ich erst fest und verteile so den Kleber noch so ein bisschen und mache das fest. So, als nächstes nehme ich diese beiden Teile, die ich in der Mitte auseinandergeschnitten habe. Und hier mache ich so, dass ich will einfach, dass auf beiden Seiten von diesem Element, hier und hier, so ein bisschen von dieser Bordüre vorhanden ist. Mit dem her klebe ich zuerst hier diese Seite fest.
legt es dann so drauf, dass es nicht ganz an diese Wellen anschließt, aber auch nicht zu viel Platz hat, aber natürlich überall der gleiche Abstand ist. Dann mache ich das auf der anderen Seite auch noch. Ich gucke einfach, wo habe ich hier die Karte hingelegt. Das ist ungefähr in der Mitte von der Spitze und der Spitze. Und auch, dass ich hier den gleichen Abstand habe und auch wieder gerade liege. So, und dann schneide ich oben und unten die Überstände ab. Und da lege ich mir einfach, ich orientiere mich hier an dieser Kante und lege die hier an diese Kante dran. Das brauchen wir nicht mehr. So, dann haben wir hier wunderbar diese Karte und die können wir auch schon draufkleben. Und zwar orientiere ich mich hier jetzt am Abschluss der Mattung, klebe es da anschließend drauf und auf beiden Seiten gleich viel Abstand. Dann wäre das. Dann kleben wir die Kreise zusammen. Und zwar kommt das Designpapier direkt auf den blauen Kreis drauf. Dann kommt das auf die Blume drauf. Dann kleben wir die beiden jeweils zwei weißen Kreise aufeinander. Und die kommen jetzt hinten an diesen Taler dran. Die Taler lege ich jetzt einfach kurz mal zuerst hin und kümmere mich zuerst um den Spruch. Da haben wir einerseits diese kleinen Vierecke, die klebe ich zwei jeweils aufeinander. Und ihr seht, ich habe da gar nicht so genau geschnitten, weil die verschwinden hinter dem Spruch. Und dann mache ich es so, dass ich zuerst hier quasi das Fäden oder diese Ecken reinschneide. Ich nehme mir nur kurz die als Orientierung, damit die beiden Karten ein bisschen gleich aussehen. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Für euch als Orientierung, wie breit das Ganze jetzt ist. Jetzt sind wir bei 8,7 cm von der Breite her. Und wie ich diese Fähnlein mache, jeweils, ich schneide einfach hier mittig rein. Und dann gehe ich von der unteren Spitze in die Mitte von da, wo ich jetzt reingeschnitten habe. Und dasselbe von der anderen Seite her.
So. Die eine Seite und das mache ich auf der anderen Seite ungefähr gleich weit hinein. Auch wieder von der einen Ecke in die Mitte und dann von der anderen Ecke in die Mitte. So, und dann klebe ich das schon mal auf die erste Mattung drauf. Möglichst mittig natürlich. Und jetzt kann ich mich am oberen Fähnlein orientieren. Das heißt, ich schneide hier einfach, dass es den gleichen Abstand wie oben und unten jetzt hier hat. Das schneide ich so rein. Dann klebe ich das wieder auf die nächste Mattung drauf. Und mache auch hier dasselbe wieder. Und den klebe ich jetzt nicht direkt, sondern eben mit diesen kleinen Eckchen. Somit klebe ich diese hinten auf den Spruch drauf. Einfach auf beide Seiten. Und ich orientiere mich so ein bisschen unten eher an diesem Spruch. Also unten, so liegt er auf der Karte. Ich drehe das jetzt so um und das heißt, ich bleibe hier so ein bisschen im unteren Bereich, weil ich hier ja auch schon einen Abstand habe von der Karte. Das ist jetzt durch diese 3 Lagen, ist es auch genug dick, damit es mir dann in der Mitte nicht durchbiegt. Und das klebe ich jetzt auf die Karte drauf. Jetzt gehe ich einfach so ein bisschen höher, damit es mir diesen Abschnitt hier verdeckt und diese Ecken aber trotzdem nicht hier bei den Spitzen rauskommt. Gerne auch gerade, ne? So, und jetzt kann ich auch diese beiden Taler noch aufkleben. Ich lege die jeweils zuerst kurz so hin, wie ich die dann haben möchte, damit ich den einen Taler verwenden kann als Orientierung. Und ihr seht, ich habe einfach vom Designpapier hier so einen Bereich ausgestanzt, wo diese Babyflasche drauf ist. Jetzt gucke ich mir einfach den Abstand von hier und hier an und dass das Motiv gerade ist. So, und das ist auch schon diese Karte. Für die nächste Karte haben wir hier die Basiskarte, dann haben wir die Mattung, dann habe ich hier 2 Elemente. Da ist das hintere ist in der Breite 8,3 cm, in der Höhe 10,8 cm. Das vordere Element ist somit 8 cm mal 10,5 cm. Dann habe ich hier noch 2 kleinere Elemente. Da sind wir in der Breite bei 6,3 cm und in der Höhe bei 8,8 cm. Das ist das weiße hintere, ne? Und das vordere dementsprechend 0,13 mm kleiner. 0,3 cm kleiner, so macht es Sinn. Da haben wir 6 cm und dann die 8,5 cm. Dann habe ich hier noch 2 kleinere Elemente. Das ist einfach, weil die Fähnlein hier geben eine Dimension und damit dieses Element dann trotzdem gerade liegt, klebe ich die hier hinten dran. Das heißt, ihr müsst einfach gucken, dass ihr was habt, was
einfach so ungefähr bis in die Hälfte des Elements kommt und von der Breite her passt. Dann habe ich eben hier, um diese beiden Fähnlein zu machen, habe ich 2 Streifen jeweils 2 cm Höhe und eines ist 9,5 cm lang. Das ist das dunkelblaue, was oben liegt, und das rosa ist die 10 cm. Einfach damit die nicht auf der gleichen Höhe aufhören. Dann habe ich gestempelt It's A auf ein Element, das kommt dann direkt auf die Karte drauf, und dann habe ich hier einen rosa plus einen weißen Kreis mit dieser 3,8 cm Stanze ausgestanzt. Dann mit der 3,2 cm Stanze, das ist diese hier, habe ich den Kreis ausgestanzt und Girl drauf gestempelt, und dann habe ich noch 2 kleine Kreise A2,5 cm Durchmesser hier mit der gemacht, um die Dimension zwischen dem Stempelelement und dieser Blume hinzukriegen. So. Dann zuerst wie immer die Mattung auf die Karte. Dann diese beiden Elemente aufeinander kleben. Dann kleben wir diese beiden Elemente aufeinander. Dann die beiden, die als Dimension dienen, klebe ich auch gleich aufeinander. So, dann machen wir hier weiter. Von den Kreisen her, ich habe das einfach, um das noch so ein bisschen zu verstärken, habe ich das zweimal, und die klebe ich auch gleich aufeinander. Da müsst ihr einfach gucken, dass die Zacken halt einfach schön aufeinander liegen. Dann diese beiden kleinen. Jetzt können wir anfangen zusammenzubauen. Als allererst kommt dieses Element auf die Karte drauf. Und hier gucke ich, dass ich so unten in der Ecke auf beiden Seiten, also unten und auf der Seite, denselben Abstand habe. Dann mache ich noch kurz hier diese kleinen Fähnchen, und da, genau gleich wie bei der vorderen Karte, schneide ich einfach in die Mitte rein und gehe dann von der einen Ecke in die Mitte und dann von der anderen Ecke. Und dasselbe hier. So, und dann klebe ich zuerst den rosa Wippel drauf oder dieses Fähnchen drauf. Und da einfach, damit ihr wisst, wo ihr Kleber anbringen müsst, hier auf der Seite natürlich nicht, weil das soll so ein bisschen abstehen, eigentlich nur hier in dem Bereich von dieser Karte. So, und jetzt orientiere ich mich hier an der Mattung und versuche ungefähr denselben Abstand von der Mattung zu der Mattung, eigentlich den Abstand zu wiederholen. Und gucke natürlich hier, dass ich gerade bleibe. Das ist immer so bei den Karten, es geht immer so ein bisschen um eine gute Symmetrie. Und deshalb, wenn ich so Abstände mache, gucke ich halt einfach, dass ich die immer schön beibehalte auch. Und dann nehmen wir das dunkelblaue, und das kommt auch wieder hier in etwa
so zu legen, sodass ich vom Rosa noch was sehe und hier es halt einfach schön zu liegen kommt. Und deshalb auch hier vom Kleber her, ich kann hier so ein bisschen, nicht hier oben und da vorne auch nicht. Und zwar kommt jetzt dieses Element auf die Karte und bevor ich das aber mache, muss ich noch das hier drauf bringen. Und ihr seht jetzt, was ich meine, ne? Von wegen, jetzt sind wir hier mit dem Wibbel haben wir eine Höhe geschaffen, die hier nicht vorhanden ist und deshalb klebe ich das hier drauf. Das heißt, das hier ist oben. Ich drehe das kurz so um, damit ich weiß, ich muss das hier oben anbringen. Das heißt, ich gebe hier auf dieses Feld Kleber plus unten so im Bereich, wo ungefähr die Wippel sind. So, und jetzt mache ich es natürlich gleich. Ich versuche auch diesen Abstand von hier, hier und hier wieder gleichmäßig hinzukriegen, von unten wie auch von dieser Seite. Wenn ihr euch fragt, warum ich das immer von der Rückseite mache, es hat einfach, wenn man hier mit dem Druck auf dieses Designpapier drauf geht, gerade auch in den dunklen Bereichen, sieht man dann manchmal, dass das so ein bisschen reingepresst ist und ich finde das nicht schön. Von dem her drehe ich die Karte immer um und gebe den Druck von der Rückseite drauf. Das ist das ganze Geheimnis. So, jetzt haben wir, das kommt zwischen das Girl und diesen Kreis hier, von dem her klebe ich das jetzt hinten auf den Kreis, wo der Stempel ist, drauf. Und dann kommt das auf die rosa Blume drauf. Jetzt klebe ich als erstes das hin und das dient mir dann zur Orientierung, wo der Spruch dann noch drauf kommt. Dasselbe Prinzip auch wieder vom Abstand her, ne? Das, was ich hier als quasi Treppe hat und hier als Treppe, versuche ich jetzt auch mit dem Element durchzuziehen. Und natürlich, dass der Spruch gerade ist. Und jetzt kann ich noch den zweiten Teil von diesem Spruch draufbringen. Und da nehme ich effektiv denselben Abstand, wie die Mattung hat, versuche ich hier hinzukriegen. Und natürlich, dass es gerade liegt, ne? So, das wäre diese Karte. Und für die 6. Karte haben wir eben wie immer eine Basiskarte, die Mattung. Dann habe ich hier von diesen Keksen ein Element ausgestanzt und das ist von der Breite her 8,7 cm und in der Höhe 11,7 cm. Und dieses Element, was hier drauf kommt, das ist 6,5 cm mal 10,2 cm. Dann habe ich Kreise und zwar der hier, der gestitchte weiße ist 6 cm, der hier ist 5 cm und dann habe ich hier noch 1, 2, 3 von diesen 3,8 cm. Kreisen und dann habe ich hier dieses kleine Body ausgestanzt in weiß, damit ein Copics nur so ein bisschen dieses Muster versucht nachzuziehen und dann auch dieses Bundle of Joy auf ein Streifen Papier drauf gebracht und dann habe ich noch 2 kleinere Streifen, um hinten einfach die Dimension zu geben. So. Kleben wir auch wieder zuerst die Basiskarte drauf.
oder die Mattung auf die Basiskarte, macht mehr Sinn, ne? So, das war die Basiskarte. Hier machen wir jetzt ein bisschen was Spezielleres. Ich klebe dieses Element da drauf, und zwar mache ich das nicht mittig. Na. Also steht im Moment auf dem Kopf, einfach damit ich mich besser orientieren kann. Das ist unten, das ist oben. Ich versuche hier von hier, hier und hier denselben Abstand hinzukriegen. Das interessiert mich nicht. Also quasi diese Seite hier, die interessiert mich per se gerade nicht. Und jetzt schneide ich auf der anderen Seite quasi der Teil, der hier auf die Mattung kommt. Hier gucke ich einfach, dass ich ungefähr den Abstand habe, wie diese Mattung ist. Das wäre so, wie es auf der Karte liegt, und damit ich das hier wegschneiden kann, sehe ich das einfach und lege mir das hier rein. Und ich orientiere mich meistens so, dass ich gucke, hier dieser Streifen, und dann habt ihr ungefähr diesen Abstand. So, das brauchen wir nicht mehr. Das können wir jetzt effektiv auch schon auf die Karte draufkleben. Das versuche ich so ein bisschen im oberen Bereich. Und zwar hier auch wieder Symmetrie, ne? Wir haben hier einen Abstand und den versuche ich hier oben auch ungefähr einzuhalten. Und hier orientiere ich mich effektiv an der Kante von der Mattung. Voilà, das ist das. Dann klebe ich, ich mache als nächstes hier den Kreis auf den weißen Kreis. Und jetzt kurz gucken, was ich da gemacht habe. Yep. Zwischen diesen beiden kommen diese weißen Kreise. Das heißt, wir kleben die erstmal alle aufeinander. Und dann kommt der hinter den dunkelblauen. Und dann kommt der dunkelblaue auf den weißen. Und alles immer schön mittig, ne? So. Dann kommt hier drauf mit Dimensionless das Body. Das auch mittig. Und hier hinten dran mache ich auch von diesem Foam Tape drauf. Warum ich das abziehe und nicht mit der Schere schneide, ist, dass wenn ihr das mit der Schere macht, dann habt ihr diesen ganzen Kleber nachher in der Schere drin und das ist echt mühsam zum Putzen. Deshalb reiße ich das jeweils einfach ab. So, jetzt bevor ich das hier drauf bringe, klebe ich noch den Spruch zusammen. So, und dann klebe ich den Spruch zuerst auf die Karte. Und zwar will ich den quasi, er soll hier auf der Seite mit der
mit dem weißen Bereich von diesem Keks quasi abschließen und hier so ein bisschen mittig in der Ecke liegen. So, jetzt habe ich ungefähr den gleichen Abstand von hier und hier liegt es mir gleich mit der Mattung. Ich korrigiere das gleich noch ein bisschen, weil ich gerade gesehen habe, dass ich das nicht so gerade geschnitten habe. Das ist das und jetzt können wir hier hinten die Abdeckung abziehen. Und dieses Element. So, das war jetzt ein schöner Moment. Meine Kamera hat entschieden, maximale Aufnahmezeit erreicht und ich habe es nicht gemerkt. Aber da, wo ich stehen geblieben bin, ist da, wo ich dieses Element aufgebracht habe. Und da habe ich einfach geguckt, dass ich ein bisschen über das Element mit dem Spruch komme und aber das hier mittig in der Karte zu liegen kommt. So, das sind die letzten beiden Karten. So, und das war es eigentlich schon. Somit haben wir hier 6 respektive 12 Karten erstellt mit diesen 6 Seiten ausgedruckten Designpapier und natürlich viel weißem Papier auch. Aber so habt ihr wunderbar 12 neue Babykarten, die alle ein bisschen unterschiedlich aussehen und einen guten Mix eigentlich haben von der Zusammenstellung von diesem Designpapier. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien inklusive diesem Design-Pattern, das werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und wir sehen uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!